Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal. Aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. Wie konnten Menschen vor 4.500 Jahren ein Bauwerk mit einer Präzision auf die Himmelsrichtungen ausrichten, die wir heute nur mit modernster Technik erreichen? Die große Pyramide von Gizeh ist nicht nur ein Grabmal, sie ist ein steinerner Kompass, ein Observatorium, das in einer stummen, ewigen Konversation mit dem Kosmos steht. In den kommenden Momenten werden wir gemeinsam durch die Stille der Wüstennacht wandeln und versuchen, die Sprache der Sterne zu verstehen, die in diesen monumentalen Strukturen verewigt ist. Guten Abend. Legen Sie sich zurück und lassen Sie die Geräusche des Tages verklingen. Wir begeben uns auf eine Reise, nicht nur durch die Zeit, sondern auch durch den Raum, in eine Welt, in der Himmel und Erde in einem stillen, ewigen Dialog standen. Stellen Sie sich die Wüste Ägyptens bei Nacht vor. Die Hitze des Tages ist einer kühlen, samtigen Dunkelheit gewichen. Über ihnen wölbt sich ein Firmament von einer Klarheit, wie wir sie heute kaum noch kennen. Ein Ozean aus Lichtpunkten, ungestört von den Schleiern unserer modernen Welt. Und in dieser unendlichen Stille erheben sich 3 geometrische Schatten gegen die Sterne. Die Pyramiden von Gizeh. Sie sind mehr als nur Gräber. Sie sind mehr als nur Monumente menschlichen Ehrgeizes. Sie sind ein Echo. Ein in Stein gemeißeltes Echo des Kosmos. Die alten Ägypter lebten in einer Welt, die von Rhythmen und Zyklen durchdrungen war. Dem täglichen Auf- und Untergang der Sonne, dem monatlichen Tanz des Mondes und dem jährlichen Puls des Nils. Diese himmlischen und irdischen Zyklen waren für sie kein Zufall, sondern der Ausdruck eines göttlichen Prinzips, das sie Ma'at nannten. Ma'at war die kosmische Ordnung, die Wahrheit, die Harmonie und das Gleichgewicht, das das Universum zusammenhielt. Jede Handlung, von der Rechtsprechung des Pharaos bis zur Aussaat des Bauern, war ein Versuch, diese universelle Ordnung auf der Erde zu spiegeln und zu bewahren. In diesem Weltbild waren die Pyramiden die vielleicht größten und dauerhaftesten Instrumente zur Verankerung der Ma'at. Ihre schieren Ausmaße, ihre präzise Geometrie und ihre sorgfältige Ausrichtung waren keine Launen der Architekten. Sie waren eine bewusste Anstrengung, ein Stück Himmel auf die Erde zu bringen, einen stabilen, ewigen Punkt in einer vergänglichen Welt zu schaffen. Sie waren steinerne Manifestationen kosmologischer Überzeugungen, Observatorien und Kalender zugleich. In den kommenden Momenten werden wir gemeinsam die Schleier der Zeit lüften und versuchen zu verstehen, wie diese alten Baumeister den Himmel lasen und seine Gesetze in ihre unvergänglichen Bauwerke einschrieben. Wir werden entdecken, dass jeder Stein, jede Kammer und jeder Schacht eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte von Sternen, Göttern und der unermüdlichen Suche des Menschen nach Ewigkeit. Das Leben im alten Ägypten war untrennbar mit einem einzigen, mächtigen Rhythmus verbunden, dem Puls des Nils. Der große Fluss war nicht nur eine Wasserquelle, er war der Schöpfer des Landes selbst. Jedes Jahr, mit unfehlbarer Regelmäßigkeit, schwoll er an, trat über seine Ufer und hinterließ eine Schicht aus fruchtbarem, schwarzem Schlamm. Das Geschenk, das Zivilisation erst möglich machte. Doch woher wussten die Bauern, wann sie ihre Felder vorbereiten und die Kanäle reinigen mussten?
Die Antwort lag nicht im Schlamm des Flusses, sondern am Firmament. Die alten Ägypter waren aufmerksame Beobachter des Nachthimmels und bemerkten eine bemerkenswerte Koinzidenz. Ein bestimmter Stern, der hellste am ganzen Himmel, verschwand jedes Jahr für eine Periode von etwa 70 Tagen aus der sichtbaren Welt, verborgen im Glanz der Sonne. Sie nannten diesen Stern Sopdet, den wir heute als Sirius kennen. Sein Wiederauftauchen war ein Ereignis von höchster Bedeutung. Kurz vor Sonnenaufgang, nach seiner langen Abwesenheit, blitzte Sopdet für einen kurzen Moment am östlichen Horizont auf, bevor das Licht des neuen Tages ihn wieder verschlang. Dieses Ereignis, bekannt als der heliakale Aufgang des Sirius, war das himmlische Signal. Es kündigte mit erstaunlicher Präzision den Beginn der Nilflut an. Der Himmel selbst gab das Zeichen für den Beginn des neuen Jahres und den Zyklus der Erneuerung. Diese Verbindung war so fundamental, dass sie die Grundlage ihres Kalenders bildete. Das ägyptische Jahr begann mit diesem kosmischen Ereignis. Sopdet wurde als Göttin verehrt, als Heroldin der lebensspendenden Flut, oft dargestellt als Frau mit einem Stern auf dem Kopf. Die Beobachtung dieses einen Sterns war also keine rein akademische Übung. Sie war überlebenswichtig. Sie war die Brücke zwischen dem kosmischen Uhrwerk und dem täglichen Brot. Sie bewies den Ägyptern, dass die Götter im Himmel die Ordnung auf der Erde lenkten und dass das Verständnis dieser himmlischen Gesetze der Schlüssel zu Wohlstand und Stabilität war. Die Verbindung zwischen Sirius und dem Nil ist vielleicht das schönste Beispiel dafür, wie Astronomie und Alltag im alten Ägypten verwoben waren. Eine heilige Synchronizität, die das Fundament ihres Weltbildes und ihrer Zivilisation bildete. Die Präzision, mit der die Ägypter den Himmel beobachteten, lässt oft Bilder von großen, komplexen Observatorien vor unserem inneren Auge entstehen. Die Realität jedoch war geprägt von genialer Einfachheit. Die Werkzeuge der ägyptischen Astronomen, der Priester, die man die Stundenbeobachter nannte, waren unscheinbar, aber in den Händen von Experten von erstaunlicher Wirksamkeit. Eines der wichtigsten Instrumente war das Merkhet. Es bestand aus einem kurzen Holzgriff, oft aus Palmholz, und einer daran befestigten Schnur mit einem Gewicht. Im Grunde ein simples Senkblei oder Lot. In Kombination mit einem zweiten Instrument, dem Bay, einem geschlitzten Palmblattstiel, der als Visier diente, wurde das Merkhet zu einem mächtigen Werkzeug. Um die Zeit in der Nacht zu messen oder eine präzise Nord-Süd-Linie, einen Meridian zu bestimmen, arbeiteten die Priester in Paaren. Ein Priester saß und richtete sein Bei auf einen Referenzpunkt aus, oft einen anderen Priester in einiger Entfernung. Der zweite Priester hielt das Merkhet hoch, sodass die Schnur des Senkbleis vor einem bestimmten Stern am Nordhimmel hing. Wenn sich die Erde drehte, schien der Stern sich über den Himmel zu bewegen. Der Moment, in dem der Stern die senkrechte Linie des Merkhet kreuzte, der Moment seines Transits oder seiner Kulmination, wurde exakt festgehalten. Durch die Beobachtung einer Reihe bekannter Sterne, der sogenannten Dekansterne, konnten die Ägypter die Nacht in 12 Stunden einteilen. Diese Methode, die auf einfachen Prinzipien der Geometrie und geduldiger Beobachtung beruht, ermöglichte nicht nur die Zeitmessung, sondern auch die exakte Ausrichtung von Tempeln und Pyramiden. Es gab keine Linsen, keine Teleskope, keine komplizierte Mechanik. Es gab nur das geschulte Auge, eine ruhige Hand und ein tiefes Verständnis für die scheinbaren Bewegungen am Firmament.
Diese Priester waren die wahren Architekten des Himmels. Sie vermaßen den Kosmos mit Schnur und Holz und schufen damit die Grundlage für Bauwerke, deren Präzision uns noch heute in Staunen versetzt. Ihre Arbeit war ein Akt der Meditation, eine stille Konversation mit der Ewigkeit, geführt im sanften Licht der Sterne. Wenden wir unseren Blick nun dem vielleicht beeindruckendsten Zeugnis ägyptischer Himmelskunde zu, der großen Pyramide des Cheops in Gizeh. Abgesehen von ihrer monumentalen Größe birgt sie ein subtiles, aber tiefgreifendes Geheimnis. Ihre 4 Seiten sind mit einer fast unglaublichen Genauigkeit nach den 4 Himmelsrichtungen ausgerichtet. Die Abweichung vom wahren geografischen Norden beträgt weniger als 3 Bogenminuten, ein Sechzigstel eines Grades. Das ist eine Präzision, die selbst mit modernen Kompassen nur schwer zu erreichen wäre, zumal der magnetische Nordpol nicht mit dem geografischen übereinstimmt. Wie also haben die alten Baumeister dies vollbracht? Die wahrscheinlichste Methode war ebenso elegant wie effektiv und basierte auf der Beobachtung der Sterne. Die Ägypter konzentrierten sich auf den nördlichen Himmel, die Region um den Himmelsnordpol. Dort gibt es Sterne, die niemals unter den Horizont sinken, die zirkumpolaren Sterne. Für die Ägypter waren dies die Ikemu-Sek, die Unvergänglichen oder Unzerstörbaren, ein Symbol für die Ewigkeit und das Ziel der Seele des Pharaos. Um den wahren Norden zu finden, konnten die Astronomen eine einfache, aber geniale Technik anwenden. Sie errichteten eine temporäre, perfekt horizontale Beobachtungsmauer. Dann markierten sie den Punkt, an dem ein bestimmter heller Stern im Osten über der Mauer aufging, und später den Punkt, an dem derselbe Stern im Westen wieder hinter der Mauer verschwand. Eine Linie, die vom Beobachtungspunkt genau in die Mitte zwischen diesen beiden Markierungen gezogen wurde, zeigte exakt nach Norden. Eine andere ähnliche Methode, die als Simultantransit bekannt ist, nutzte 2 Sterne, die sich auf einer vertikalen Linie mit dem Himmelsnordpol befanden. Wenn die Linie dieser beiden Sterne durch ein Senkblei perfekt senkrecht stand, markierte dies die Nord-Süd-Achse. Welche Methode auch immer sie anwandten, das Ergebnis ist ein stiller Beweis für ihre Meisterschaft. Die Ausrichtung der Pyramide war kein Zufall und keine reine Formsache. Sie war ein fundamentaler Akt, der das Grab des Pharaos im irdischen Gefüge verankerte und seine Seele direkt auf den Weg zu den unsterblichen Sternen ausrichtete. Die Pyramide war nicht nur ein Bauwerk auf der Erde, sie war eine Startrampe für die Ewigkeit, perfekt kalibriert auf die Karte des Kosmos. In der stillen Weite der Wüste, wo die Zeit selbst zu verlangsamen scheint, liegt ein Geheimnis, das die Fantasie von Generationen beflügelt hat. Es ist eine Idee von solcher poetischen Symmetrie, dass man sich wünscht, sie wäre wahr. Die Theorie der Orion-Korrelation. Vorgeschlagen in den 1990er Jahren von Robert Bauval, postuliert sie, dass die 3 großen Pyramiden von Gizeh nicht zufällig auf dem Plateau platziert wurden. Stattdessen sollen sie ein irdisches Abbild der 3 Sterne des Oriongürtels sein: Al-Nitak, Al-Nilam und Mintaka. Auf den ersten Blick ist die Ähnlichkeit verblüffend. Die beiden größeren Pyramiden von Cheops und Chephren liegen auf einer fast perfekten Diagonale, während die kleinere Mykerinos-Pyramide leicht nach Osten versetzt ist, genau wie der 3. Stern im Gürtel des Orion. Selbst die Helligkeit der Sterne scheint sich in der Größe der Pyramiden widerzuspiegeln. Die Theorie geht jedoch noch weiter. Bauval argumentierte, dass die beste Übereinstimmung zwischen den Pyramiden und den Sternen nicht zur Zeit ihres Baus
um 2500 vor Christus zu finden sei, sondern in einer viel ferneren Vergangenheit, um 10.500 vor Christus. Zu diesem Zeitpunkt, so die Theorie, erreichte der Oriongürtel seinen tiefsten Punkt am Horizont, was den Beginn eines neuen Zyklus markierte. Dies, so Bauwal, sei der Zep-Tepi, die mythische erste Zeit der Götter, an die die Pyramiden erinnern sollten. Es ist eine fesselnde Erzählung, die Architektur, Mythologie und den großen kosmischen Tanz der Sterne miteinander verwebt. Doch hier betritt die akademische Ägyptologie die Bühne mit ruhiger, aber fester Stimme. Die Kritiker weisen darauf hin, dass die Korrelation nicht perfekt ist. Die Winkel weichen leicht ab. Zudem ignoriert die Theorie andere Pyramiden in der Nekropole von Gizeh und wählt selektiv nur die 3 aus, die zur Hypothese passen. Die Datierung auf 10.500 vor Christus ist für die meisten Historiker und Archäologen unhaltbar, da sie einer Zeit vor der bekannten pharaonischen Zivilisation entspricht, die solche Monumente hätte errichten können. Die Ägypter selbst hinterließen keine Texte, die einen solchen Masterplan beschreiben. Was bleibt, ist eine faszinierende Idee, die die Grenze zwischen wissenschaftlicher Hypothese und moderner Mythologie verwischt. Die Verbindung der Ägypter zum Orion als himmlische Manifestation des Gottes Osiris ist unbestreitbar. Ob sie jedoch ein so direktes architektonisches Abbild schufen, bleibt eines der großen, ungelösten Rätsel, das im Sand von Gizeh begraben liegt. Tief im Herzen des größten steinernen Monuments, das je von Menschenhand geschaffen wurde, der Cheops-Pyramide, liegen Kammern, die seit 4,5 Jahrtausenden in Stille gehüllt sind. Von diesen Kammern aus, der sogenannten Königs- und Königinnenkammer, führen 4 schmale, rätselhafte Schächte diagonal nach oben durch das massive Mauerwerk. Lange Zeit hielt man sie für einfache Ventilationskanäle, eine plausible, aber letztlich unbefriedigende Erklärung. Warum sollte ein versiegeltes Grabmal, das für die Ewigkeit gebaut wurde, eine Belüftung benötigen? Und warum waren einige dieser Schächte an ihren inneren Enden ursprünglich versiegelt? Die wahre Natur dieser Kanäle offenbarte sich erst durch moderne Technologie. In den 1990er Jahren schickte der deutsche Ingenieur Rudolf Gantenbrink einen kleinen Roboter namens Upu-Out 2 auf eine Reise in diese engen Passagen. Seine Entdeckungen und spätere Forschungen bestätigten eine weitaus tiefgründigere kosmische Funktion. Diese Schächte waren keine Luftkanäle, sondern präzise ausgerichtete Sternenkorridore. Sie waren symbolische Wege für die Seele des verstorbenen Pharaos. Der südliche Schacht der Königskammer zielte zur Zeit des Pyramidenbaus direkt auf den Gürtel des Orion, das himmlische Reich des Osiris, des Gottes der Wiedergeburt und des Jenseits. Durch diesen Kanal sollte die Seele des Königs aufsteigen, um sich mit Osiris zu vereinen. Der nördliche Schacht der gleichen Kammer wies zu den zirkumpolaren Sternen, insbesondere in die Nähe des damaligen Polarsterns Tuban im Sternbild Drache. Dies waren die unvergänglichen Sterne, die niemals unter den Horizont sanken und somit die ewige Existenz symbolisierten. Auch die Schächte der Königinnenkammer hatten ihre himmlischen Ziele. Der südliche war auf Sirius ausgerichtet, den hellsten Stern am Nachthimmel, der mit der Göttin Isis, der Gemahlin des Osiris, identifiziert wurde. Der nördliche Schacht zeigte zum Sternbild des kleinen Bären. Die Entdeckung, dass diese Schächte am Ende durch kleine Kalksteinplatten mit Kupfergriffen blockiert sind, hat das Mysterium nur noch vertieft. Sie sind keine Türen für Menschen, sondern Tore für den Geist. Diese Schächte zu den Sternen
transformieren die Pyramide von einem bloßen Grabmal in eine kosmische Startrampe, eine Maschine zur Auferstehung, die darauf ausgelegt ist, die Seele des Pharaos präzise zu ihrem göttlichen Ziel unter den unsterblichen Sternen zu befördern. Der Nachthimmel, den wir heute betrachten, ist nicht derselbe, den die Erbauer der Pyramiden sahen. Die Sterne selbst bleiben an ihrem Platz, doch unser Blickwinkel auf sie verändert sich über Äonen hinweg. Dieses Phänomen, bekannt als die Präzession der Erdachse, ist ein langsames, fast unmerkliches Taumeln unseres Planeten. Stellen Sie sich einen Kreisel vor, der sich dreht. Während er langsamer wird, beginnt seine Achse in einem kleinen Kreis zu wackeln. Die Erde tut dasselbe, angetrieben von der Anziehungskraft von Sonne und Mond. Dieser Zyklus dauert etwa 26.000 Jahre. Die tiefgreifendste Konsequenz dieses kosmischen Wackelns ist, dass sich der Himmelsnordpol, der Punkt, auf den die Erdachse zeigt, langsam über den Himmel bewegt. Unser heutiger Polarstern, Polaris, ist nur ein temporärer Wegweiser. Zur Zeit des Alten Reiches, als die Pyramiden von Gizeh errichtet wurden, um 2500 v. Chr., zeigte die Erdachse auf einen anderen Stern, Tuban, im Sternbild Draco, dem Drachen. Tuban war der Polarstern der Pharaonen. Er war das unbewegliche Zentrum, um das sich der gesamte nördliche Himmel drehte. Für die alten Ägypter war dies von immenser theologischer Bedeutung. Die Sterne, die in der Nähe dieses himmlischen Pols kreisten, die zirkumpolaren Sterne, sanken niemals unter den Horizont. Sie waren die Ikemusek, die Unvergänglichen oder Unzerstörbaren. Sie waren die Manifestation der Ewigkeit, das Reich der Götter, in das die Seele des Pharaos nach dem Tod aufzusteigen hoffte. Die unglaubliche Präzision, mit der der nördliche Schacht in der Königskammer der Cheops-Pyramide auf den damaligen Himmelspol ausgerichtet war, ist daher kein Zufall. Es war ein bewusster und zentraler Akt der Sakralarchitektur. Man baute nicht einfach nur nach Norden, man schuf eine direkte Verbindung zum ewigen Zentrum des Kosmos. Die Pyramide wurde so zu einem Anker, der das irdische Schicksal des Königs mit dem unbeweglichen, göttlichen Drehpunkt des Universums verband. Während wir heute zu Polaris aufblicken, um unsere Richtung zu finden, blickten die Ägypter zu Tuban auf und sahen ein Tor zur Unsterblichkeit. Das Wissen um die Präzession enthüllt eine tiefere Ebene des Verständnisses und des Respekts für die astronomischen Fähigkeiten und die spirituelle Vision dieser alten Kultur. Wenn die Architektur der Pyramiden die Hardware einer kosmischen Maschine ist, dann sind die Pyramidentexte ihre Software, die Bedienungsanleitung für die Reise der Seele. Diese Texte, die ältesten bekannten religiösen Schriften der Welt, sind in die Wände der Grabkammern späterer Pyramiden des Alten Reiches, wie der des Pharaos Unas, eingemeißelt. Sie sind eine Sammlung von Hunderten von Zaubersprüchen, Hymnen und Anrufungen, die dem verstorbenen König den Weg durch das Jenseits weisen sollen. Dieses Jenseits, die Duat, war kein unterirdisches Reich der Finsternis, sondern eine komplexe, himmlische Landschaft, die der Pharao durchqueren musste, um seine göttliche Wiedergeburt zu erlangen. Die Pyramidentexte sind durchdrungen von astronomischer Symbolik. Sie beschreiben eine Reise, die eng mit den Zyklen der Gestirne verbunden ist. Der König wird aufgefordert, sich der Sonnenbarke des Gottes Re anzuschließen, um mit ihm über den Himmel zu reisen. Er muss eine gewundene Wasserstraße überqueren, die von vielen Ägyptologen als die Milchstraße interpretiert wird, die sich wie ein himmlischer Fluss über das Firmament erstreckt.
Das ultimative Ziel dieser Reise ist klar definiert. Der Pharao soll zu einem der unvergänglichen Sterne im Norden werden, jenen zirkumpolaren Sternen, die niemals untergehen. Die Texte stellen auch eine explizite Verbindung zu den Sternbildern her, auf die die Schächte der Cheops-Pyramide ausgerichtet sind. Ein berühmter Spruch lautet: O König, du bist dieser große Stern, der Gefährte des Orion, der mit Orion den Himmel durchquert. Hier wird der König direkt mit dem Gott Osiris in seiner himmlischen Form als Sternbild Sa, unserem Orion, identifiziert. Seine Schwester und Gemahlin Isis, die im Stern Sirius gesehen wird ebenfalls als Führerin und Beschützerin auf dieser gefährlichen Reise angerufen. Die Pyramidentexte geben uns den fehlenden Kontext. Sie bestätigen, dass die astronomischen Ausrichtungen der Pyramiden keine bloßen technischen Meisterleistungen waren. Sie waren der architektonische Ausdruck eines tief verwurzelten Glaubenssystems. Die Pyramide war der Horizont, von dem aus die Seele aufstieg. Die Schächte waren die Pfade und die Texte waren die magischen Worte, die diese Pfade öffneten. Zusammen bilden sie ein erstaunlich kohärentes System, das darauf abzielt, den Tod zu überwinden und den König in einen unsterblichen Stern am ägyptischen Nachthimmel zu verwandeln. Lassen Sie uns nun unsere gedankliche Reise fortsetzen und den monumentalen Schatten der Pyramiden von Gizeh für einen Moment verlassen. Wir wenden unseren Blick nur wenige Kilometer nach Süden, zu den sandigen Hügeln von Abusir. Hier, während der 5. Dynastie, um etwa 2494 bis 2045 vor unserer Zeitrechnung, manifestierte sich eine tiefgreifende Veränderung in der königlichen Theologie und Architektur. Die Pharaonen dieser Ära, beginnend mit Usakaf, wandten sich von der Errichtung gigantischer Gräber ab und investierten ihre Ressourcen stattdessen in eine neue Art von Monument: das Sonnenheiligtum. Diese Tempel waren keine Orte der Bestattung, sondern offene Arenen für die Verehrung des Sonnengottes Ra in seiner reinsten Form. Stellen Sie sich einen weiten, offenen Hof vor, der unter dem gleißenden Licht der ägyptischen Sonne liegt. In seinem Zentrum erhebt sich kein Pyramidion, sondern ein massiver, gedrungener Obelisk, der als Ben-Ben bekannt ist und den Urhügel symbolisiert, aus dem die Schöpfung entsprang. Vor diesem Obelisken stand ein großer Altar aus Alabaster, auf dem tägliche Opfergaben dargebracht wurden, um die Reise der Sonne zu ehren und zu unterstützen. Dies war eine radikale Abkehr von den verschlossenen, dunklen Kammern der Pyramiden. Hier fand der Kult unter freiem Himmel statt, in direkter Kommunikation mit dem Himmelskörper selbst. Die Sonnenheiligtümer von Pharaonen wie Niuserre waren komplexe Anlagen, die nicht nur den Tempel umfassten, sondern auch Magazine, Wohnquartiere für die Priester und, bezeichnenderweise, große Gruben, in denen einst maßstabsgetreue Sonnenbarken aus Ziegeln ruhten. Diese Barken waren keine echten Schiffe, sondern symbolische Vehikel für die nächtliche und tägliche Reise des Sonnengottes über den Himmelsozean und durch die Unterwelt. Die Architektur dieser Heiligtümer war bewusst auf die Sonne ausgerichtet, ihre Achsen so konzipiert, dass sie die Sonnenstrahlen zu bestimmten Zeiten des Tages und des Jahres einfingen. Sie sind steingewordene Zeugen des wachsenden Einflusses der Priesterschaft von Heliopolis und einer Theologie, die den Sonnengott Ra endgültig an die Spitze des ägyptischen Pantheons setzte. In Abusir sehen wir nicht mehr nur den Versuch, den verstorbenen König zu den Sternen zu befördern, sondern den aktiven täglichen Kult der kosmischen Kraft, die alles Leben auf Erden ermöglicht. Jede Zivilisation, die vom Ackerbau lebt, steht vor der gleichen fundamentalen Herausforderung:
die Zeit zu ordnen, die Zyklen der Natur vorherzusagen und so das Überleben zu sichern. Die Ägypter, deren gesamtes Dasein vom Rhythmus des Nils abhing, entwickelten hierfür eine Lösung von beeindruckender Eleganz und Langlebigkeit: den 365-Tage-Kalender. In den frühesten Perioden orientierte man sich wahrscheinlich an den Mondphasen, doch ein reiner Mondkalender ist für die Landwirtschaft ungeeignet, da er sich schnell gegenüber den Jahreszeiten verschiebt. Die wahre Konstante im ägyptischen Kosmos war die jährliche Nilschwemme, die das Land mit fruchtbarem Schlamm überzog. Doch auch die Ankunft der Flut konnte von Jahr zu Jahr um Wochen variieren. Die Priester-Astronomen machten jedoch eine entscheidende Beobachtung. Kurz vor dem Einsetzen der Nilschwemme, in den dämmerigen Morgenstunden, erschien ein besonders heller Stern für einen kurzen Augenblick am östlichen Horizont, bevor er vom Licht der aufgehenden Sonne überstrahlt wurde. Dieser Stern war Sirius, den die Ägypter Sobdet nannten. Dieses Ereignis, der heliakische Aufgang des Sirius, wurde zum verlässlichen Ankerpunkt ihres Jahres. Auf dieser Grundlage schufen sie einen Zivilkalender, der so einfach wie genial war. Das Jahr wurde in 3 Jahreszeiten zu je 4 Monaten eingeteilt, die perfekt den landwirtschaftlichen Zyklus widerspiegelten. Akhet, die Zeit der Überschwemmung. Peret, die Zeit des Hervorkommens, also der Aussaat und des Wachstums. Und Shemu, die Zeit der Hitze oder der Ernte. Jeder dieser 12 Monate hatte genau 30 Tage. Das ergibt eine Summe von 360 Tagen. Um das Jahr an den Sonnenzyklus anzupassen, fügten die Ägypter am Ende des Jahres 5 zusätzliche Tage hinzu, die Epagomenen. Diese galten als die Geburtstage der Götter Osiris, Horus, Seth, Isis und Nephthys und waren eine Zeit der Feste. Dieser 365-Tage-Kalender war ein Meisterwerk der Verwaltung, aber er hatte einen kleinen, aber signifikanten Fehler. Er ignorierte das zusätzliche Viertel eines Tages, das ein Sonnenjahr tatsächlich dauert. Ohne ein Schaltjahr, wie wir es heute kennen, wanderte ihr Kalender langsam, aber unaufhaltsam durch die Jahreszeiten. Alle 4 Jahre verschob er sich um einen Tag. Und doch war dieses Wandeljahr über Jahrtausende das Rückgrat der ägyptischen Bürokratie und des religiösen Lebens, ein stilles Zeugnis für das Streben des Menschen, die himmlische Ordnung auf Erden abzubilden. Während der Kalender das große Rad des Jahres strukturierte, stand der Ägypter vor einer weiteren Herausforderung: der Einteilung der Dunkelheit. Die Nacht war nicht einfach nur eine Zeit der Abwesenheit von Licht, sie war ein eigenes Reich, die Domäne der Unterwelt, durch die der Sonnengott auf seiner Barke reisen musste, um am nächsten Morgen wiedergeboren zu werden. Um diese geheimnisvolle Zeitspanne zu messen und zu verstehen, entwickelten die Ägypter ein faszinierendes System, das auf einer Gruppe von 36 Sternen oder Sternbildern basierte, den sogenannten Dekanen. Stellen Sie sich einen Priester vor, der in der klaren Wüstenluft den östlichen Horizont beobachtet. Er wartet nicht auf die Sonne, sondern auf das Aufgehen bestimmter Sterne. Die Dekane waren so ausgewählt, dass im Laufe der Nacht nacheinander einer dieser Sterne oder eine dieser Sternengruppen am Horizont erschien. Jeder heliakische Aufgang eines neuen Dekans markierte den Beginn einer neuen Stunde der Nacht. Da die Dauer der Dunkelheit mit den Jahreszeiten variiert, war auch die Länge dieser nächtlichen Stunden nicht konstant, was die Flexibilität dieses Systems unterstreicht. Die Nacht wurde in 12 solcher Stunden unterteilt, ein Konzept, das unser heutiges System der Zeiteinteilung nachhaltig beeinflussen sollte. Doch die Dekane
waren weit mehr als nur die Zeiger einer himmlischen Uhr. Sie waren tief in der ägyptischen Mythologie verwurzelt und wurden als göttliche Wesen betrachtet, die über das Schicksal wachten. Ihre Bedeutung reichte weit über das irdische Leben hinaus. Auf den Innenseiten von Särgen aus dem Mittleren Reich finden wir sogenannte diagonale Sternenuhren. Diese detaillierten Tabellen zeigten die Dekane, die zu verschiedenen Zeiten des Jahres die Nachtstunden regierten. Sie dienten dem Verstorbenen als eine Art kosmischer Fahrplan, um sich in der Dunkelheit der Unterwelt, dem Duat, zu orientieren und sicherzustellen, dass die notwendigen Rituale zur richtigen Zeit durchgeführt wurden. Später, im Neuen Reich, finden wir diese Sternenkarten als prächtige Malereien an den Decken von Königsgräbern, wie im berühmten Grab des Senenmut. Hier verschmelzen Astronomie, Astrologie und Theologie zu einem atemberaubenden Gesamtbild des Kosmos, einer Karte für die ewige Reise der Seele durch die Nacht. Unsere bisherige Reise hat uns die praktischen Anwendungen des astronomischen Wissens der Ägypter gezeigt, die Ausrichtung von Monumenten, die Schaffung eines Kalenders, die Messung der Zeit. Doch all diese Errungenschaften waren nur der äußere Ausdruck einer viel tieferen spirituellen Überzeugung, der Theologie des Lichts. Im Neuen Reich, dem Zenit der pharaonischen Macht, erreichte diese Theologie ihren Höhepunkt in der Gestalt des Gottes Amun-Ra. Ursprünglich war Amun ein lokaler, unscheinbarer Gott aus Theben, sein Name bedeutete der Verborgene. Ra hingegen war der alte, universelle Sonnengott aus Heliopolis. Die Verschmelzung dieser beiden Konzepte zu Amun-Ra war ein theologischer Geniestreich. Amun repräsentierte die verborgene, transzendente, unerkennbare Essenz des Göttlichen, die Kraft, die allem innewohnt. Ra war seine sichtbare, manifeste Form, die Sonne selbst, die täglich ihre lebensspendende Energie über die Welt ausgoss. Gemeinsam bildeten sie eine allumfassende Gottheit, den König der Götter, den Schöpfer und Erhalter des Kosmos. Die tägliche Reise der Sonne wurde zum zentralen kosmischen Drama. Jeden Morgen wurde sie als Chepri, der Skarabäus, aus der Dunkelheit der Unterwelt wiedergeboren. Mittags stand sie als Ra in ihrer vollen Kraft am Zenit. Abends starb sie als alter Mann, Atum, und sank im Westen unter den Horizont, um ihre gefährliche Reise durch die 12 Stunden der Nacht anzutreten und die Mächte des Chaos zu besiegen. Diese Theologie wurde monumental in Stein gemeißelt. Die großen Tempel von Karnak und Luxor waren nicht nur Gotteshäuser, sondern kosmische Maschinen, die dazu dienten, diese solare Energie zu kanalisieren. Ihre Hauptachsen waren oft auf die Punkte des Sonnenaufgangs zur Sommer- oder Wintersonnenwende ausgerichtet. An diesen Tagen drang ein Lichtstrahl tief in das Dunkel des Allerheiligsten vor und traf die Statue des Gottes in einem Akt der Hierophanie, einer heiligen Erscheinung, die den Tempel mit göttlicher Kraft auflud. Der Pharao selbst war der Sohn der Sonne, der menschliche Vermittler zwischen dieser überwältigenden kosmischen Kraft und der Welt der Sterblichen. Seine Legitimität und seine Macht waren untrennbar mit dem Licht von Amun-Ra verbunden. Die Sonne war für die Ägypter nicht nur ein Stern. Sie war die sichtbare Präsenz des Schöpfers, der Ursprung von Ordnung, Leben und Wahrheit. Verlassen wir nun die Nekropolen von Gizeh und reisen wir in unserem Geist den Nil hinauf, nach Theben, dem Herzen des neuen Reiches. Hier, in den gewaltigen Tempelanlagen von Karnak und Luxor, finden wir eine andere, aber nicht weniger tiefgründige Form der Himmelsarchitektur.
Während die Pyramiden auf die ewigen Sterne ausgerichtet waren, scheinen diese Tempel einen Dialog mit der Sonne zu führen, insbesondere an einem ihrer kritischsten Wendepunkte, der Wintersonnenwende. Der Karnak-Tempelkomplex, der über Jahrhunderte von Pharaonen erweitert wurde, ist eine der größten religiösen Stätten, die je erbaut wurden. Seine Hauptachse ist nicht zufällig ausgerichtet. Sie zielt präzise auf den Punkt am Horizont, an dem die Sonne am Tag der Wintersonnenwende untergeht. Stellen Sie sich die Szene vor. An diesem kürzesten Tag des Jahres, wenn das Licht am schwächsten ist und die Dunkelheit zu triumphieren scheint, findet ein heiliges Schauspiel statt. Während die Sonne sinkt, dringt ein einzelner goldener Lichtstrahl tief in den Tempel ein. Er durchquert die Pylone, durchflutet die Säulenhallen und erreicht schließlich das Allerheiligste, das dunkle Herz des Heiligtums, wo die Statue des Gottes Amun-Re wartete. Für einen kurzen, magischen Moment wird die Dunkelheit vom Licht besiegt. Dies war kein bloßes architektonisches Gimmick, es war gelebte Theologie. Die Wintersonnenwende symbolisierte den Tod und die Wiedergeburt der Sonne und damit des gesamten Kosmos. Das Licht, das das Sanktuar berührte, war die göttliche Bestätigung, dass der Zyklus weitergehen würde, dass das Licht zurückkehren und das Land erneut fruchtbar machen würde. Die Prozessionen und Rituale, die an diesem Tag stattfanden, waren darauf ausgelegt, diesen kosmischen Moment zu ehren und zu unterstützen. Auch der nahegelegene Luxor-Tempel weist komplexe Ausrichtungen auf, die mit diesem Sonnenzyklus verbunden sind. Diese Tempel waren nicht nur steinerne Gebäude, sie waren kosmische Maschinen, Instrumente, die dazu dienten, die Harmonie zwischen Himmel und Erde, zwischen den Göttern und den Menschen aufrecht zu erhalten. Sie waren Kalender aus Stein, die die kritischen Momente des Jahres markierten und sicherstellten, dass das göttliche Gleichgewicht, die Ma'at, gewahrt blieb. In der späten ptolemäischen Zeit, als Ägypten bereits unter dem kulturellen Einfluss Griechenlands und später Roms stand, entstand ein Artefakt, das bis heute fasziniert und debattiert wird: das Zodiak von Dendera. Es wurde an der Decke einer Kapelle im Tempel der Hathor in Dendera gefunden und ist eine kunstvolle, kreisförmige Darstellung des Himmels. Auf den ersten Blick erkennen wir vertraute Bilder. Die 12 Tierkreiszeichen, von Widder bis Fische, die uns aus der babylonischen und griechischen Astrologie bekannt sind. Doch bei genauerem Hinsehen offenbart sich eine komplexe Synthese. Zwischen den bekannten Tierkreiszeichen finden wir ägyptische Konstellationen wie den Schenkel des Stiers, der unserem großen Bären entspricht, oder die Göttin Taweret als Flusspferd. Die Figuren, die den Kreis tragen, und die Darstellung der Himmelsrichtungen sind unverkennbar ägyptisch. Das Zodiak ist also kein reiner Import, sondern ein faszinierendes Beispiel für Synkretismus, die Verschmelzung verschiedener kultureller und religiöser Vorstellungen. Die zentrale Frage lautet: Ist dies der Höhepunkt Jahrtausende alter ägyptischer Himmelsbeobachtung oder primär ein Produkt des hellenistischen Wissens, das nach den Eroberungen Alexanders des Großen nach Ägypten kam? Die akademische Mehrheit neigt zur letzteren Ansicht. Die systematische Einteilung des Himmels in 12 30-Grad-Segmente des Tierkreises ist eine babylonische Entwicklung, die von den Griechen übernommen wurde. Die Ägypter hatten zuvor ein System von 36 Sterngruppen, den Dekanen, verwendet, um die Nachtstunden zu messen. Das Dendera-Zodiak kombiniert beide Systeme. Es ist weniger eine präzise astronomische Karte, als vielmehr ein kosmologisches und astrologisches Diagramm. Es diente nicht der Navigation,
oder der Vorhersage von Finsternissen, sondern der Darstellung der ewigen Zyklen und der Position der Planeten zu einem bestimmten, symbolisch wichtigen Zeitpunkt, möglicherweise der Gründung des Tempels. Es ist ein Fenster in den Himmel, aber es ist ein Fenster, das durch eine griechisch-römische Linse blickt und gleichzeitig tief in der ägyptischen Mythologie verwurzelt ist. Es zeigt uns nicht das astronomische Wissen der Pyramidenbauer, sondern die reiche, komplexe und sich wandelnde Welt des späten Ägyptens. Bei all unserer Bewunderung für die präzisen Ausrichtungen und das zyklische Verständnis der Ägypter ist es für einen Historiker ebenso wichtig, die Grenzen ihres Wissens zu erkennen. Dies schmälert ihre Leistungen nicht, sondern rückt sie in den korrekten historischen Kontext. Es verhindert, dass wir ihnen ein modernes, wissenschaftliches Weltbild überstülpen, das sie niemals besaßen. Das ägyptische Universum war fundamental anders als unseres. Es war geozentrisch. Die Erde, in ihrer Vorstellung eine flache Scheibe umgeben von Wasser, war das unbewegte Zentrum von allem. Über ihr wölbte sich die Himmelsgöttin Nut, deren Körper mit Sternen übersät war. Jeden Abend verschluckte sie die Sonne, Ra, und gebar sie jeden Morgen im Osten wieder. Dies war keine Metapher, sondern ihre physikalische Erklärung für Tag und Nacht. Das Konzept eines heliozentrischen Sonnensystems, in dem die Erde nur ein Planet unter vielen ist, der um die Sonne kreist, lag außerhalb ihres Vorstellungsrahmens. Sie kannten die 5 mit bloßem Auge sichtbaren Planeten und nannten sie Sterne, die nicht müde werden, weil sie im Gegensatz zu den Fixsternen über den Himmel wanderten. Sie verfolgten ihre Bahnen, aber sie verstanden nicht die physikalischen Gesetze dahinter. Die elliptischen Orbits, die Schwerkraft, die unvorstellbaren Distanzen, all das war unbekannt. Ihre Astronomie war untrennbar, mit Mythologie und Religion verbunden. Himmelsereignisse waren Handlungen der Götter, keine Ergebnisse physikalischer Prozesse. Eine Sonnenfinsternis war nicht die Verdeckung der Sonne durch den Mond, sondern der Angriff der Schlange Apophis auf die Sonnenbarke des Ra. Es gab keine Vorstellung von Galaxien, Nebeln oder der wahren Natur der Sterne als ferne Sonnen. Ihr Kosmos war ein göttliches Drama, ein heiliger Raum, der von Göttern und Geistern bewohnt wurde, nicht ein unendliches leeres Vakuum. Das Erkennen dieser Grenzen ist entscheidend. Es erlaubt uns, die ägyptische Astronomie als das zu würdigen, was sie war. Ein hochentwickeltes, pragmatisches und zutiefst spirituelles System zur Ordnung der Welt und zur Synchronisierung des menschlichen Lebens mit den wahrgenommenen Rhythmen des Göttlichen. Wenn wir den Blick von den Ufern des Nils abwenden und ihn über das Mittelmeer schweifen lassen, sehen wir, wie die Samen des ägyptischen Wissens auf fruchtbaren Boden fielen und neue, beeindruckende Blüten trieben. Der intellektuelle Austausch zwischen Ägypten und der aufstrebenden griechischen Welt war keine Einbahnstraße. Doch der Strom der astronomischen und mathematischen Ideen floss in den frühen Phasen vornehmlich von Süden nach Norden. Griechische Denker wie Thales von Milet und Pythagoras, die wir oft als die Väter der westlichen Philosophie und Wissenschaft bezeichnen, reisten nach Ägypten. Sie kamen nicht als Lehrer, sondern als Schüler, begierig darauf, von einer Zivilisation zu lernen, die bereits seit Jahrtausenden die Sterne beobachtete. Was sie mitbrachten, war transformativ. Das Konzept eines Kalenderjahres mit 365 Tagen, eine ägyptische Meisterleistung der Beobachtung und Berechnung, wurde zur Grundlage des julianischen,
und später des gregorianischen Kalenders, den wir heute verwenden. Die Einteilung des Tages in 24 Stunden, basierend auf den ägyptischen Stundensternen, den Dekanen, ist ein weiteres stilles Zeugnis dieses Erbes in unserem täglichen Leben. Doch der Einfluss ging über reine Daten und Systeme hinaus. Die Griechen übernahmen die ägyptische Praxis, den Himmel in Sternbilder zu unterteilen, auch wenn sie diese mit den Figuren ihrer eigenen reichen Mythologie neu bevölkerten. Die Idee, dass himmlische Ereignisse eine mathematische Ordnung widerspiegeln, ein Kernkonzept der pythagoreischen Philosophie, fand eine tiefe Resonanz in der ägyptischen Vorstellung von Ma'at, der kosmischen Harmonie. Später, im hellenistischen Zeitalter, wurde die Stadt Alexandria zum Schmelztiegel dieses Wissens. In ihrer berühmten Bibliothek arbeiteten griechische, ägyptische und jüdische Gelehrte Seite an Seite. Hier war es, wo Claudius Ptolemäus sein monumentales Werk, den Almagest, verfasste. Er systematisierte das gesamte astronomische Wissen seiner Zeit und schuf ein geozentrisches Modell des Universums, das über 400 Jahre lang die westliche Astronomie dominieren sollte. Auch wenn das Modell selbst griechisch war, so ruhten seine Fundamente doch auf den jahrtausendealten Beobachtungsdaten und den konzeptionellen Rahmenbedingungen, die am Nil entwickelt worden waren. So lebte der Geist der ägyptischen Sterndeuter in den Schriften der Griechen und später der Römer weiter. Ein stilles, aber machtvolles Echo unter einem sich wandelnden Himmel. Wir verlassen nun die Welt der Lebenden und steigen hinab in die Stille der Ewigkeit, ins Tal der Könige. Hier, tief unter dem Fels der thebanischen Nekropole, offenbart sich eine andere, intimere Form der ägyptischen Astronomie. Die Gräber der Pharaonen waren nicht nur Ruhestätten, sie waren Maschinen der Wiedergeburt, kosmische Schiffe, die die Seele des Verstorbenen sicher durch die Gefahren der Nacht und des Jenseits navigieren sollten. Und die wichtigste Karte für diese Reise war an die Decke gemalt. Betreten wir in Gedanken das Grab von Sethos Erxem oder Ramses Sespi und heben den Blick. Über uns wölbt sich kein Stein, sondern der Nachthimmel selbst, in leuchtendem Blau und Gold. Wir sehen keine zufällige Ansammlung von Sternen, sondern ein komplexes, heiliges Diagramm, eine astronomische Decke. Diese Decken sind die Bücher des Himmels in visueller Form. Sie zeigen die Göttin Nut, die sich als Himmelsgewölbe über die Erde beugt. In ihrem Körper reist die Sonnenbarke des Re bei Tag, und nachts wird sie von ihr verschluckt, um am Morgen wiedergeboren zu werden. Dies ist der ewige Zyklus von Tod und Wiedergeburt, den der Pharao nachzuahmen hoffte. Um sie herum sind die Sternbilder angeordnet, die für die Ägypter von Bedeutung waren. Wir erkennen Meskhetiu, den Stierschenkel, unsere Konstellation des großen Wagens, der als unvergänglicher zirkumpolarer Stern den Nordhimmel markiert und die Ewigkeit symbolisiert. Wir sehen Sa, die Entsprechung unseres Orion, und seine Begleiterin Sobdet, unseren Sirius, deren heliakischer Aufgang den Beginn des neuen Jahres und der Nilflut ankündigte. Eine besondere Rolle spielen die Dekane, jene 36 Sterne oder Sterngruppen, die den Himmel in Abschnitte teilten und als Stundenzeiger der Nacht dienten. In den Gräbern sind sie als eine Prozession von Göttern dargestellt, die den Lauf der Zeit im Jenseits regeln. Diese Decken waren also weit mehr als nur Dekoration. Sie waren funktionale, magische Instrumente. Sie versicherten dem Pharao, dass die Gesetze des Kosmos auch im Tode Gültigkeit behalten. Indem sie den Himmel in das Grab brachten,
schufen die Ägypter einen geschützten Raum, in dem die Seele des Königs sich orientieren und mit den unsterblichen Sternen vereinen konnte, um für immer am kosmischen Zyklus teilzuhaben. Nach unserem Abstieg in die kosmischen Karten der Gräber kehren wir nun zurück an die sonnenbeschienene Oberfläche Ägyptens und betrachten, wie das Wissen über die Sterne die Welt der Menschen auf sehr greifbare Weise formte. Die ägyptische Astronomie war keine rein ätherische, philosophische Disziplin, sie war untrennbar mit der Geodäsie verbunden, der Wissenschaft von der Vermessung der Erde. Ihre beeindruckendste Anwendung findet sich in der präzisen Ausrichtung der Pyramiden und Tempel. Die Fähigkeit, eine Struktur mit einer Genauigkeit von Bruchteilen eines Grades nach den wahren Himmelsrichtungen auszurichten, ist ohne astronomische Beobachtungen unmöglich. Die Ägypter nutzten Methoden wie die Beobachtung des Auf- und Untergangs eines Sterns oder die Bestimmung des Nordens durch die Schatten eines Gnomons zur Mittagszeit, um eine perfekte Ost-West- oder Nord-Süd-Achse zu definieren. Diese Ausrichtung war kein Selbstzweck. Sie war ein Akt der Verankerung des heiligen Bauwerks in der kosmischen Ordnung, Ma'at. Ein Tempel, der exakt nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet war, wurde zu einem Resonanzkörper für die göttliche Harmonie. Doch die Verbindung von Himmel und Erde hatte auch eine zutiefst praktische, alltägliche Dimension. Jedes Jahr überschwemmte der Nil das Land und wusch die Markierungen der Felder fort. Wenn das Wasser zurückging, hinterließ es fruchtbaren Schlamm, aber auch administratives Chaos. Wie konnten die Grenzen der Grundstücke gerecht wiederhergestellt werden? Hier kamen die Harpenodapten, die Seilspanner, ins Spiel. Mit ihren kunstvoll geknoteten Seilen konnten sie präzise rechte Winkel konstruieren. Das berühmte 3-4-5-Dreieck ist ein Erbe dieser Praxis. Aber um diese rechtwinkligen Parzellen korrekt im größeren Raster des Landes zu platzieren, benötigten sie feste, unveränderliche Bezugspunkte. Diese lieferten die Sterne. Durch die Beobachtung der Gestirne konnten die Landvermesser jedes Jahr aufs Neue die grundlegenden Achsen und Richtungen definieren und so die irdische Ordnung wiederherstellen. Die Astronomie war somit das Fundament des ägyptischen Katasterwesens, der Verwaltung und letztlich der Steuererhebung. Sie garantierte soziale Stabilität und Gerechtigkeit. Es ist faszinierend zu sehen, wie dieselben Sterne, die der Seele des Pharaos den Weg ins Jenseits wiesen, auch dem einfachen Bauern halfen, die Grenzen seines Feldes zu sichern. Himmel und Erde waren in Ägypten kein Gegensatz, sondern zwei Seiten derselben geordneten, von den Göttern geschaffenen Realität. Wir haben nun eine lange Reise hinter uns. Wir standen im Schatten der Pyramiden, sind durch die Säulenhallen der Tempel gewandelt und in die bemalten Gräber hinabgestiegen. Wir haben die Methoden der ägyptischen Priesterastronomen untersucht, ihre Kalender, ihre Sternenkarten und ihre Fähigkeit, den Himmel auf die Erde zu projizieren. Wir haben das Wie ergründet. Doch am Ende unserer Betrachtung bleibt die tiefste und vielleicht wichtigste Frage: das Warum. Warum dieser immense, über Jahrtausende andauernde Aufwand? War es wirklich nur, um den Kalender für die Landwirtschaft zu bestimmen oder Tempel korrekt auszurichten? Diese praktischen Anwendungen sind unbestreitbar, aber sie scheinen nicht die ganze Wahrheit zu sein. Sie erklären nicht die poetische Tiefe der Himmelsbücher in den Gräbern oder die fast obsessive Präzision, mit der ein Bauwerk wie die große Pyramide in den Kosmos eingebettet wurde. Die Antwort liegt wahrscheinlich nicht in einer einzelnen Motivation, sondern in einer fundamental anderen Weltsicht.
Für die alten Ägypter war der Kosmos kein kaltes, mechanisches Uhrwerk, das man aus der Ferne beobachtet. Er war ein lebendiger, göttlicher Organismus, durchdrungen von einer universellen Ordnung, die sie Ma'at nannten. Ma'at war Wahrheit, Gerechtigkeit, Harmonie und Gleichgewicht. Sie manifestierte sich im vorhersehbaren Aufgang der Sonne, im Zyklus der Mondphasen und im unermüdlichen Kreisen der Sterne. Doch Ma'at war kein statischer Zustand. Sie musste durch menschliches Handeln ständig aufrechterhalten und gegen die Kräfte des Chaos, Isfet, verteidigt werden. In diesem Licht erscheint die ägyptische Astronomie als ein zutiefst religiöser und staatstragender Akt. Jede Beobachtung, jede Berechnung, jede Ausrichtung eines Monuments war ein Ritual, das darauf abzielte, die irdische Welt mit der himmlischen Harmonie in Einklang zu bringen. Indem sie ihre Zivilisation nach dem Vorbild des Himmels bauten, beteiligten sich die Ägypter aktiv an der Aufrechterhaltung der Schöpfung. Die Pyramiden waren nicht nur Gräber, sie waren Ankerpunkte der Ma'at auf Erden. Die Astronomie war keine Wissenschaft im modernen, getrennten Sinne, sondern ein Weg, den Willen der Götter zu verstehen und umzusetzen. Vielleicht liegt hier das größte Rätsel und das tiefste Vermächtnis der ägyptischen Sterndeuter. Sie suchten in den Sternen nicht nach Antworten auf materielle Fragen, sondern nach einer Bestätigung ihrer eigenen Existenz und ihres Platzes im großen kosmischen Spiel. Und so bleibt, wenn wir heute zum Sternenhimmel über Gizeh aufblicken, nicht nur die Bewunderung für ihr technisches Können, sondern auch ein Gefühl der Demut vor der Tiefe ihrer ewigen Frage nach dem Warum.